Moin Leute, willkommen auf meinem Kanal. Willkommen zu Barkafts und willkommen zu einer neuen Folge von Rudolf. So lange wird es ja Routine, dass ich einen kleinen Einspieler mache, bevor Rudolf losgeht, wenn es wichtig ist. Also, ganz kurze Info für euch. Nach dem Teststream des letzten Freitages habe ich mich entschieden, wieder zu streamen. Das heißt also, wenn alles gut läuft, sollte am Freitag, der 30. Da sollte um 19 Uhr ein Livestream sein. Für alle, die mal geschrien haben, macht doch mal wieder was live. Das heißt also, wenn heute Donnerstag ist, wäre das dann morgen Abend um 19 Uhr. Würde ich mich freuen, wenn ihr reinschaut. Gibt ein bisschen was zu gewinnen, ein bisschen was zum, ein paar Neuigkeiten und was so ansteht, was so gewesen ist. Und Lenny ist auch wieder dabei. Und wie gesagt, wer Langeweile hat, 19 Uhr auf Barkafts gibt es einen Livestream. Und vielleicht wird das ja eine runde Sache und ich freue mich schon drauf. Bis dahin wünsche ich euch jetzt gute Unterhaltung bei Rudolf, wenn es auch nicht so eine schöne Folge ist. Das kann ich schon mal sagen. Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, 4. Panzerarmee, Juli 1943, Kursk. Wir sind an den Grenzen unserer Kräfte angelangt. Tagelang toben schon die Kämpfe im Südabschnitt und es fallen immer mehr Fahrzeuge aus oder müssen mit schweren Schäden zurück. Unsere Verluste steigen und mehr lichten sich die Reihen. Wir kommen scheinbar durch die Abwehrstellung nicht durch, oder wenn man durchgekommen ist, ist der Angriffsverband so klein, dass es nicht mehr reicht, um weiter durchzustoßen. Unsere Kompanien werden durchmischt und wir leben nur noch von einem Angriffsschwerpunkt bis zum nächsten Unterstützungseinsatz. Mir fehlt der Schlaf und wir brauchen alle etwas Ruhe. Man wird unkonzentriert, aber solange unsere Rosinante keinen verpasst bekommt, sind wir immer mit an der Spitze der Verbände. Wir wurden mittlerweile umdirigiert, da scheinbar der Russe immer mehr versucht, in unsere Flanke zu drücken. Also wieder weite Vorstöße Richtung Westen durch unsere Aufklärer und wo auch immer der Russe sich massiert zeigt, geht es an den Feind. Mir ist das ganz recht, lieber einen mobilen Gegner im Felde stellen, als gegen eingegrabene Stellungen zu fahren und sich den Panzer zerschießen zu lassen. Wohlan. Wir sind mit mehreren Fahrzeugen als Eingreifsreserve eingeteilt und rollen in nordwestlicher Richtung vor. Der Hauptverband wühlt sich weiter Richtung Kursk und ich hoffe, dass die bald alle Verteidigungslinien durchbrochen haben. Das Wetter wird wieder schlechter, leichter Regen setzt ein und wenn wir Glück haben, weicht der Boden nicht zu sehr auf. Wir umfahren ein Waldstück und ein Spähfahrzeug hält auf unseren Spitzenpanzer zu. Wir halten und nach 20 Minuten gibt es eine neue Order. Es wurde eine Packeinheit ausgemacht, die wohl zu weit vorgedrungen ist. 12 LKW mit angehängten Packgeschützen, die gerade beim Abprotzen sind. Wollen sicherlich eine Rückzugsstellung errichten, damit die Panzerverbände nach einem, ich sage mal nicht so erfolgreichen Angriff sich dahinter verkriechen können oder unsere Verbände in eine Falle locken, also vor die Rohre der Pack. Alles möglich. Also kein Risiko. Wir laden Sprenggranaten und wollen an den Waldrand heran. Wir müssen wieder Richtung Südwesten eindrehen und dann haben wir sie in der Flanke. Wir fahren mit 2 Vierern Spitze und brechen durchs Unterholz. Die haben uns sicherlich gehört, aber ich denke, so schnell sind die Geschütze nicht gedreht. Und richtig, die ganze Lichtung steht voller LKW und die Russen laufen wild durcheinander. Die meisten Geschütze sind noch nicht mal abgeprotzt oder werden gerade in ausgebaute Stellungen geschoben. Es ist wie Hasenschießen. Wir öffnen das Feuer und die Sprenggranaten schlagen zwischen den Rotarmisten ein. Erdfontänen springen aus dem Boden, MG-Kugeln peitschen durch LKW-Plan
und Körper werden durch die Luft geschleudert oder stürzen, getroffen, zu Boden. Jetzt bekommen wir auch Feuer, aber es ist Gewehr und nur vereinzelt MG-Feuer. Die Angreifer werden aber schnell ausgeschaltet. Wir schießen alles zusammen, was sich bewegt. Aber irgendwie konnten ein paar todesmutige Rotarmisten ein Geschütz in Feuerstellung bringen. Ich sehe die Gesichter groß in meiner Optik. Auf die Entfernung kann man nicht daneben schießen. Der Richtschütze der Pack zögert noch und ich sehe den Abschuss der Pack. In dem Moment feuere ich auch und mit dem Einschlag in die Packbesatzung kriegen wir einen Volltreffer ab. Der Panzer steht. Er ist aus und qualmt. Es ist Qualm im Kampfraum. Peter schreit in den Kampfraum hinein, ob alle in Ordnung sind. Nur der Funker sagt nichts. Er ist hoffentlich nur bewusstlos. Der Gefechtslärm ebbt ab und unsere Kameraden ziehen an uns vorbei weiter vor. So decken sie uns gegen weiteres Feindfeuer. Der Ladeschütze rüttelt am Funker und der kommt wieder zu sich. Alles noch dran, meint er, aber der Treffer saß wohl vorne rechts. Der Motor springt wieder an und wir machen die Luken auf, damit der Rauch abziehen kann. Der Kampf ist vorbei. Wir melden über Funk, dass wir getroffen sind, und nachdem die Infanterie die restlichen Russen zusammengetrieben hat, klettern wir aus unserer Rosinante hinaus. Rundherum brennende LKW und zerstörte Geschütze. Nicht alles zerschossen. Scheinbar sind noch 5 von den Dingern in Ordnung. Also doch etwas Beute. Nur, wie bekommt man die wieder nach hinten? 60 Gefangene und der Rest der Russen liegt überall im Gelände verstreut. Meine Kameraden stehen noch am Panzer und schauen sich die Bescherung an. Volltreffer zwischen Seitenvorgelege und Wanne. Noch eine Schweißnaht gerissen und die Kette ist ab. Das kriegen wir so schnell nicht wieder hin. Entweder abschleppen oder abwarten. Die Kampfgruppe muss weiter. Ein Schützenpanzerwagen mit Grenadieren bleibt bei uns und wir warten auf den Werkstattzug und den Tross, der die Gefangenen und die Packs einsammeln soll. Ich bin nicht traurig über etwas Ruhe, doch ich denke, Peter wollte weiter. Er hat Glück. Ein Kommandant wurde verwundet und muss auch zurück. Er bleibt mit den anderen Verwundeten bei uns und Peter übernimmt den Kameradenpanzer. Mach keine Dummheiten, Peter, gebe ich ihm noch mit auf dem Weg und er erwidert lachend, dass ich nicht sein Vater wäre. Der Kampfverband fährt weiter und wir machen es uns gemütlich. Die Russen tragen ihre Toten zusammen und werden angewiesen, ein großes Loch auszuheben. Ich bewache die Soldaten, die das Grab ausheben, und passe auf, dass keiner ausbüchst. Mittlerweile hat Lothar, unser Ersatzfahrer, was zu futtern organisiert und wir können uns etwas Eintopf ins Kochgeschirr löffeln. Die nicht ausgebrannten Russen-LKW werden durchsucht und die Munition und was man noch so findet, wird zur Auffrischung des eigenen Proviants genutzt, auch wenn es flüssig ist. Wir schnappen uns ein paar Russen und lassen an einer günstigen Stellung noch 2 Packs aufstellen. Richtung Westen zeigen die. Falls da noch ein Panzerverband auftaucht, haben wir wenigstens ein paar schlagkräftige Argumente. Jede Pack kriegt 10 Schuss Munition und ich erkläre einem älteren Unteroffizier der Grenadiere, wie man eine 7,62er Pack bedient. Es regnet nicht mehr und wir hören in der Ferne starken Kampflärm. Sicherlich unser Verband, der nun auch wieder auf die Russen geprallt ist. Es ist schon später Nachmittag, als ein Schützenpanzerwagen mit Verwundeten auftaucht. Ein Oberfeldwebel lädt die bei uns ab und will dann schnell wieder nach vorne. Da ist wohl ordentlich was los. Verdammt, und wir sitzen hier rum und können nichts machen. Es mögen 2 Stunden vergangen sein und wir warten unter bewölktem Himmel auf den Tross und die Werkstattleute. Ich sitze mit ein paar Grenadieren an den Geschützen und wir haben uns etwas Kaffee organisiert. In der Ferne hören wir Motorengeräusch und wir vermuten, aus Osten kommend, unsere eigenen Leute. Schnell stellt sich auch heraus, dass es die eigenen sind. 3 LKW und eine Zugmaschine, davor noch ein Kübel. Keine Bedrohung und alles entspannt sich. Wenn ich das richtig sehe, steht Schmidt im Kübel und winkt. Der Spieß ist auch mit dabei, na denen ist wohl langweilig in ihrem mobilen Gefechtsstand. Ich freue mich und gehe schon auf die ankommenden Kameraden zu und so bekomme ich gar nicht mit, dass plötzlich die rote Luftwaffe bei uns ist. Schlachtflieger stürzen sich auf die Lichtung und feuern aus allen Rohren, werfen Bomben und ein Inferno aus Explosionen und herumfliegenden Splittern lässt die ganze Welt in Lärm und Staub versinken. Alles läuft wild durcheinander und die roten Flieger stürzen immer wieder auf uns herab. Eine Geschossgarbe jagt durch die Masse der Gefangenen
und zerreißt viele der Russen, gefolgt von Bombenabwürfen, die alles durch die Gegend wirbeln. Ich laufe wild springend durch die Gegend, nur um Deckung zu finden. Schnell, nur schnell zu Rosinante. 200 Meter, das sollte passen. Wieder zischen Geschosse an mir vorbei und zerreißen eine der Pack mitsamt den dahinter kauenden Grenadieren. Ein LKW explodiert. Wieder fallen Bomben und ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Noch 150 Meter bis zum Panzer. Dann sehe ich, wie dunkle Punkte zur Erde rasen und in einem Feuerblitz fliegt mein Panzer in die Luft. Trümmer fliegen auf mich zu. Der Turm dreht sich noch in der Luft. Ein Feuerstrahl schießt aus dem Inneren und eine weitere Druckwelle, eine Bombe, reißt mich von den Füßen. Ich werde in eine Vertiefung geschleudert und Dreck und Steine landen auf mir. Schmerzen überall. Die Lunge, keine Luft zum Atmen. Noch etwas Schweres landet auf mir. Ich versuche hochzuschauen und kann nur Qualm und Explosionen sehen. Wieder schlagen Geschosse um mich herum ein und weitere Bomben fallen. Ich bete, dass es bald vorbei ist. Dann wird es ruhiger und nur noch vereinzelte Schüsse sind zu hören. Jetzt Stille. Und scheinbar kommt nun erst meine Fähigkeit, etwas zu hören, zurück. Schmerzensschreie dringen an mein Ohr. Ich versuche mich zu drehen. Ich schaffe es. Ein Körper liegt auf mir. Ich drücke mich hoch und ein Feldwebel der Grenadiere rollt von mir herunter. Oder das, was von ihm noch über ist. Die Augen weit aufgerissen schaut er ins Leere. Es fehlt die untere Körperhälfte, einfach weggerissen. Überall Blut. Ich versuche auf die Beine zu kommen, es fällt mir nicht leicht. Arme und Beine haben etwas abbekommen, aber wohl nur Splitter, keine schwere Verwundung. Ich sitze auf den Knien und schaue mir meinen Panzer an. Rosinante ist nicht mehr. Volltreffer. Ich versuche meine Kameraden zu erspähen, kann aber keinen sehen. Mit rauchgeschwärztem Gesicht torkel ich zum Wrack. Blut läuft mir die Arme runter, aber es scheint nicht so schlimm. Ich komme bis auf 20 Meter an das noch brennende Panzerwrack heran. Da liegt Lothar, halb verbrannt und der Schädel eingedrückt. 2 Mann sind noch im Wrack. Man kann die Körper oder die Reste davon noch brennen sehen. Alle weg. Alles aus. Ich sinke auf den Boden und weine. Ich kann nicht mehr. Alles vorbei. Meine Kameraden gefallen, mein Panzer im Eimer. Rundherum ein qualmendes, brennendes Inferno. Viele sind nicht mehr auf den Beinen. Die Russen, die es nicht erwischt hat, sind getürmt. Die Zugmaschine ist auch getroffen, sowie die beiden LKW. Schmidt. Was ist mit Schmidt? Ich reiße mich zusammen und zwinge mich aufzustehen. Meine Beine gehorchen und ich blende die Hilfeschreie der überall herumliegenden Verwundeten aus. Ich stolpere weiter, weiche Trümmern und Körperteilen aus. Ein Rotarmist schreit unmenschlich und versucht sich noch, die abgerissenen Beine abzubinden. Daneben einer ohne Kopf. Eingeweide liegen wie Schlingpflanzen am Boden. Verbrannte Menschen, ob Freund oder Feind, ist nicht zu erkennen. Ich sehe den Kübel, er liegt auf der Seite. Daneben der Spieß. Blutüberströmt kniet er neben der Straße. Ich rufe ihn, er hört nicht. Ich komme näher und sehe Schmidt in einer großen Lache aus Blut liegen, die schon in den Boden sickert. Der Spieß presst seine Jacke auf Schmidts Brustkorb. Ich komme dazu, will mein Verbandsmaterial herausholen. Er winkt ab und schüttelt leicht den Kopf. Blass ist Schmidt. Das Leben verlässt ihn. Ich spreche ihn an, was er wieder für einen Blödsinn hier veranstaltet. Ein Lächeln zeigt sich auf seinem Gesicht. Er röchelt etwas und ich muss mein Ohr ganz dicht an ihn heranbringen. Dann höre ich ihn sagen: Rudolf, das mit Kursk und dem Schnaps musst du jetzt alleine machen. Er krampft wieder. Ich sehe, dass dem Spieß die Tränen runterlaufen. Er weiß auch, dass es zu Ende geht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann bringe ich noch ein Halt durch raus. Er lächelt schwach und sagt mit ersterbender Stimme: Grüß die Heimat, Rudolf. Und Schluss. Die Augen verblassen und das Leben ist aus dem Körper entwichen. Der Spieß dreht sich weg und ich kann auch nicht mehr. Teilnahmslos sitze ich bei Schmidt und weine und weine. Warum? Warum? Warum?
mein Freund Schmidt, meine Besatzung, mein Panzer, alles weg. Alles weg, wofür es sich hier an der Front zu leben lohnt. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das ist alles zu viel für mich. Ich kippe zur Seite und schließe die Augen.